Ja, ich bin wieder unterwegs und wie man sehen kann, habe ich meinen Poncho angehabt, weil es mit Schütten angefangen hat. Und ja, ich bin sehr zufrieden mit meinem Poncho, fühle mich da sehr sicher drin. Das Visier hält mit dem Regen auch von den Augen fern, also perfekte Kombination. Ja, und ich bin jetzt gerade hier an einer Kirche. Und werde meine Wasserflaschen voll machen, weil die sind nämlich fast leer. Mal kurz noch was vorne über die Fahrradtasche, über das Fahrrad gießen, weil da doch ordentlich Dreck von dem Feldweg sich angesammelt hat. Ich kann es mal zeigen. What the fuck is that? Ja, und das werde ich gleich mal mit sauber machen. Und wenn ich Wasser habe, geht es mir wieder richtig gut. Wasser ist, wie gesagt, das Wertvollste. Ja, und dann habe ich wieder 3,5 Liter Wasser auf dem Fahrrad. Das reicht locker bis morgen. Vor allem, weil heute nicht so warm wird und ich nicht so viel trinken werde. So, ich gehe mal Wasser zapfen. Gesegnet seist du, o göttliches Friedhofsquell, gib mir Kraft für mein Abenteuer, stille meine inneren Kriege und Ungeheuer, gib mir ein dickes Fell. Ja, ich bin ja ein bisschen im Wolgast herumspaziert und jetzt kam noch die Sonne raus. Jetzt gerade ist mal Schatten, weil ein kleines Wölkchen ist. Und ich habe jetzt das erste Mal meine Idee umgesetzt, ja, während der Fahrt meine Powerbanks aufzuladen. Und ich finde, es ist richtig geil gelungen. Genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Ich zeige euch mal das Resultat. Oh yeah. Das passt genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Der Sack ist genau die Fläche, die Länge von dem Solarpanel. Genau, jetzt fahre ich weiter nach Usedom und währenddessen wird meine Powerbank voll geladen. Ich sehe schon, die Ladeleistung ist richtig gut. Genau, und mal gucken, wie viel dann auf der Powerbank drauf ist, wenn ich an einem Zeltplatz oder sowas angekommen bin heute. Gut, ich mache mal weiter. Ich habe nur Pause gemacht. Was meine Augen alles sehen, werde ich erst Jahre später verstehen.
Des Unbekannten Schönheit macht mir Freud. Vergessen, was gestern, morgen oder heut. Ich, Wolf, fahre einfach weiter, stolz wie ein goldener Reiter. Ja, ich habe für heute es wieder geschafft. Also die Fahrt nach Usedom war auf wenige Ausnahmen sehr gut, wirklich. Die Fahrradwege waren top. Was mir nur aufgefallen war, viel Autoverkehr ist natürlich Tourismus, aber es ist manchmal schon Wahnsinn, wenn man das so mitbekommt. Aber auf den Fahrradwegen war es schön angenehm und ruhig. Also ruhig war es nicht in dem Sinne, weil die Autos ja vorbeigefahren sind, aber man hatte keinen Stress. Ja, und jetzt bin ich nicht mehr weit vor Swinemünde. Es kommt noch eine andere Ortschaft vor Swinemünde. Wenn ich das überhaupt richtig ausspreche, Swinemünde, Swinemünde. Und ja, ich bin jetzt, glaube ich, auf einer Steilküste, die irgendwie mit B anfängt. Benzinsteilküste. Ich könnte jetzt gerade auf dem Handy nachgucken, aber manchmal habe ich einfach keinen Bock mehr. Und ja, hier ist es echt herrlich. Ich hatte nur das Pech, dass ich, naja, ich musste halt wirklich ziemlich weit hoch hier mit dem Fahrrad und hier sind Sandwege, was mit einem schwer beladenen Fahrrad mir die letzte Kraft wirklich gekostet hat. Also ich musste hier wirklich ein Stück hoch und das hat mir die letzte Kraft geraubt, definitiv. Und naja, wie es halt so ist im Wald, wenn man mal kurz stehen bleibt. Ich bin ja sowieso ganz beliebt bei Mücken. Da kamen die Stechmücken an und haben mir schon wieder die Beine gefühlt zerstochen. Es juckt da unten schon wieder überall. Also echt Wahnsinn. Ich bleibe nur mal kurz stehen und schwappdiwupp sind die da. Die lieben mich wirklich. Es ist halt eine Hassliebe zwischen mir und den Mücken. Ja, hier hinter mir ist halt der Wald. Ja, ich zeige euch mal kurz noch die Sandwege halt. Ne? Ja, und diese mit dem schwer beladenen Fahrrad macht das natürlich mega Spaß. Ja, und jetzt zeige ich aber euch, dass die Mühen, die ich hatte, sich wirklich gelohnt haben. Also ich habe mir vor uns wieder gedacht, komm, es muss sich lohnen, es muss sich lohnen. Und es hat sich auch wirklich gelohnt. Ich fühle mich heute wie der König der Löwen an der Ostsee. Guckt euch das an. Herrlich! Ein Traum, oder? Ja, und ich habe auch schon Feuerholz, weil ich bin hier so abgeschieden an der Stelle. Und die vorne kann ich locker ein Feuer machen heute Abend, um auch die Mücken ein bisschen zu vertreiben, noch ein bisschen draußen sein zu können, weil das Wetter scheint ja top zu sein wieder heute. Heute Morgen hat es mal geregnet und so war es bewölkt, aber dann nachmittags wurde es besser. Und habe schon ein klein wenig Feuerholz hier. Ja, und hier werde ich jetzt gleich mein Zelt aufbauen in dem Bereich. Genau. Und ja, dann werde ich mir heute Abend noch, wahrscheinlich mache ich mir heute mal eine Buchstabensuppe, weil die hat mir gestern so gut geschmeckt, dass ich glaube ich heute noch mal Bock drauf habe. Auf ein schönes Süppchen. Und ach ja, ich habe heute Mittag gegessen bei McDonald's. Ich bin ins McDrive gefahren, hab das nicht gefilmt, aber eigentlich ist es mal ganz lustig, wenn man da mit so einem schwer beladenen Fahrrad bei McDonald's hält. Und habe mal den veganen Burger ausprobiert, den es da gibt, wie heißt der? Ach, irgendwas mit vegan TS. Und naja, ich muss sagen, man kann ihn mal essen, wenn man da irgendwie mal mitessen muss, aber ich finde nicht, dass der Burger sich jetzt lohnt. Also ein Highlight war es nicht. Kann man mal essen. Aber für 4 Euro, hätte 2 Euro gekostet, hätte ich vielleicht noch gesagt, klar, kann man machen, aber 4 Euro. Also für 4 Euro kann ich was wesentlich Besseres zaubern, also 3-mal so gut.
Vielleicht sogar 3-mal so groß. Genau. Gut, ich mache mich mal jetzt an die Arbeit, damit ich das hinter mir habe. Und dann ist nur noch Sochi angesagt heute. Yay! Yes! Und Feuer! Ja, ich habe an der Steilküste Bansin super geschlafen. Gestern hatte ich sogar noch Gesellschaft bekommen von 3 Leuten, die in der Nähe wohnen. Genau. Und einer saß dann noch ziemlich lange mit bei mir am Feuer und ja, wir haben dann hier die schöne Sicht und das Feuer genossen und uns über dies und das unterhalten. Ja, ich bin schon am Abbauen. Und auch nebenbei schon am Laden. Das ist so der erste Step, den ich morgens mache, um immer noch gleich was zu saugen. Der lädt auch gerade volle Kanne ganz gut. Ja, das Einzige, was mir nämlich ein Problem macht, ist, gestern Morgen hat es ja geregnet und anscheinend, ach keine Ahnung, ist entweder ist Dreck oder Wasser in die Ladebuchse gekommen von meinem Handy oder in die Kopfhörerbuchse, aber ich glaube, ich habe es falsch rum in der Tasche drin gehabt, also in die Ladebuchse. Das heißt, es könnte sein, dass da Flüssigkeit drin ist in der Platine oder drin im Gehäuse, keine Ahnung, eigentlich ist das Handy ja wasserdicht und ich hatte das schon mal. Naja, jedenfalls habe ich jetzt gerade eben noch mal mit der Zahnbürste und Wasser das versucht zu reinigen, aber der Fehler scheint immer noch da zu sein. Und naja, ich hoffe, dieser Fehler geht wieder weg, weil wenn er nicht wieder weggeht, dann habe ich ein Problem auf lange Sicht. Und da ich bald Deutschland verlasse, ja, könnte es sein, dass sogar im Notfall ich mir ein neues Handy in Polen kaufen muss. Was jetzt nicht schlimm wäre, aber es wäre halt schade. Vielleicht geht es ja irgendwann wieder. Vielleicht ist ja, falls Wasser da ins Innere gekommen ist, der wird ja irgendwann trocknen, dieser Wassertropfen. Ich lege es auch immer in die Sonne jetzt. Deswegen, ich muss es mal beobachten. Ich habe jetzt gestern zum Glück noch mal was aufladen können. Habe jetzt noch 60% Akku und ja, mal schauen, wie lange ich jetzt damit hinkomme. Und ja, das sind so die Kleinigkeiten, Sachen, die einfach nerven. Ne? Auf dieses Problem hätte ich wieder gern verzichtet. Aber schauen wir mal, ob das Handy heute irgendwann wieder laden möchte. Genau. Ja. Ich habe mir extra noch die lange Hose anbehalten, die mit Mückenschutz imprägniert ist. Weil ich dann nochmal durch den Wald muss und ich werde das Fahrrad teilweise schieben müssen. Und wenn ich mich ganz langsam bewege, dann bin ich immer ein schnelles Opfer von Mücken. Deswegen habe ich noch angelassen. Ich werde dann auch die lange Jacke anziehen und dann sollte der Weg nicht mehr so stichreich sein. Genau. Ansonsten, ich habe hier wirklich super geschlafen. Also es war wirklich traumhaft. Mit dem Wind, mit der Meereskulisse. Wirklich sehr schön hier oben. Also ein Träumchen. Wer braucht 5 Sterne? Niemand. Man braucht nur das im Leben. Ja, und heute Morgen hatte ich auch schon so eine Art Fata Morgana oder Erscheinung, aber es war wahrscheinlich eine echte Erscheinung. Ein älterer Mann, der hier nackt am Strand lang lief. Also joggte. Das sah witzig aus und ist man gar nicht so gewohnt, dass man sowas sieht. Ja, gut, das war's. Genug gelabert. Ich werde mich jetzt hier, meine Matratze, Isomat ist schon getrocknet, die werde ich jetzt zusammenrollen und dann Zelt abbauen und so. Und dann geht's bald weg hier. Weiter. Nach Polen.
Wow.